Was vielleicht auch für mich so der beste Moment so beim Mountainbiken ist, das ist eigentlich immer dieses Gipfelerlebnis. Und aus dem heraus ist quasi die Idee entstanden, hey, probieren wir doch einfach einmal so viele Gipfel wie irgendwie möglich an einem Tag abzufahren. Das E-Bike ist einfach das perfekte Tool für unser Vorhaben. So habe ich auf dem Trail rauf fast genauso viel Spaß wie auf dem Trail runter. Wenn wir die letzten 150, 200 Höhenmeter, da ist das Pischehorn rauf, die sind richtig zäh. Ja, eines Tages haben wir einen Anruf von Highbike bekommen und sie haben mich gefragt, ob ich nicht einmal Lust habe, mit dem E-Bike einen Weltrekord umzusetzen. Also wie dann die erste Idee in meinen Kopf gekommen ist, mit mehrere Gipfel abfahren, war natürlich auch sofort Davos in meinem Kopf. Gibt es hier genug Gipfel? Sind die Gipfel zugänglich? Sind die Gipfel mit dem Wegenetz verknüpft? Und siehe da, das passt perfekt. Also im Endeffekt sind es jetzt 3 Bergkämme, die ich da abfahre auf meiner Route. Die erste Runde ist aufs Jakobshorn rauf, und zwar fahre ich über das Sertigtal hinten rein und dann den Epic Trail die falsche Richtung hoch. So, mitten im ersten Uphill bin ich gerade diese wunderschöne Weide hochgekommen, ein relativ kleiner Trampelpfad eher. Da oben am Pferd noch vorbei, dann ist da oben der erste Gipfel des Tages. Erster Gipfel. Und dann kommt eben dieser ganze Grat bis zum Jatzhorn. Das ist schon extrem zäh und dann gerade die letzten Passagen ist einfach ein paar Mal zum Tragen, aber ja. Alright, die erste Abfahrt des Tages. Und dann kommt vom Jakobshorn zum Teufel rüber dieser ganz, ganz berühmte Gratweg, den ich ja wirklich jedes Mal wieder voll abfeiere. Und dann geht es einfach mal nur in den ersten richtig langen Downhill runter bis nach Davos. Jetzt kommt die zweite Runde und die zweite Runde wird definitiv die härteste. Also ich starte mit dem Seehof Seele. Und dann geht es rüber zum Adventure Park und von dort einmal kurz Schotterstraße, aber dann einen kleinen Trail rein. Also ich versuche da wirklich ganz bewusst von der Passstraße wegzubleiben. Ja, erster Uphill jetzt von der zweiten Runde über den Jucken-Trail war richtig schön. Beim Jucken macht man dann gleich den zweiten Batteriewechsel. Wir müssten dort definitiv nur die Batterie nicht wechseln, aber danach geht es halt Volley weiter zum Pischehorn. 1200-1300 Höhenmeter Anstieg in sehr alpinen technischen Gelände. Jo, Pischegrat aktuell und das nächste Ziel ist da oben. Wenn wir die letzten 150, 200 Höhenmeter, da ist das Pischehorn rauf, die sind richtig zäh. Da ist wirklich mehr zum Tragen, weil Schieben ist so unrhythmisch. So, wir stehen jetzt am höchsten Punkt von meiner heutigen kleinen Fahrradtour, das Pischehorn, 2980 Meter hoch. Und ja, das Panorama da hier oben spricht einfach für sich. Jetzt geht es dann wieder runter zur Bergstation von der Pischerbahn, dann die komplette Querung von dem Pischegrat. Dann rüber Richtung Hüreli, dann noch kurzer, ja schon recht knackiger Anstieg zum Seehorn rauf. Dann geht es mal runter für eine kleine Mittagsjause. Seehorn, letzter Gipfel von der zweiten Runde. Das war jetzt schon zart. Leichte Zickereien von meinem rechten Knie gehabt. Also mal schauen, ob es für die letzte Runde dann auch noch hebt. Grundsätzlich ist jetzt eine Abfahrt, kurze Erholungsphase unten danach und ja, dann geht's los auf die letzte Runde. Dann geht es wieder hoch Richtung Weißflohjoch.
dann oben bin am Gipfel, ist das für mich einfach das Go. Jetzt ist einmal wirklich lange Abfahrt, diese Panoramaquerung zum Körbschorn rüber. Körbschorn ist für mich einer meiner Lieblingsgipfel in der Region und auch Teil vom offiziellen Trail-Netzwerk. Die Auffahrt zum Körbschorn ist halt gerade mit dem E-Biker wirklich ein Genuss. Also Körbschorn wird unser letzter Gipfel sein und das ist wirklich dann der feinste Gipfel. Das ist dann so, ja, der Genuss zum Abschied. Ja. Stark, sauber. Und also der letzte Uphill von Davos über den Wolfgangpass zur Passenhütte rauf. Da war ich schon extrem träge unterwegs, habe ich fast nur mal so mit dem linken Fuß getreten, weil das rechte Knie so gezwickt hat. Aber oben ist dann wieder besser gegangen, weil da war dann mehr zum Schieben und Tragen und so und hat es eigentlich gepasst.